Direktor, wir haben ein Problem. Gerade haben wir so einige Probleme. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie schwer es ist, eine Schule zu leiten? Nein. Gut, ich auch nicht. Vor der Schule steht ein Hochzeitspaar. Ja, okay. Und was wollen die hier? Heiraten? Ja. Was? Folgendes. Heute Mittag haben mich einfach mal 2 Personen auf den Schulhof angesprochen. Alleine das ist schon ungewöhnlich. Ich bring's mal auf den Punkt. Die beiden wollen hier heiraten. Hier? An dieser Schule? Mitten in der Woche? Ja, aber was machen wir jetzt, Herr Direktor? Okay, Kollegen, ich hab's. Erstmal müssen wir herausfinden, wieso sie hier sind. Also wieso gerade hier und jetzt. Wir müssen uns wohl oder übel darauf einstellen, dass die beiden hier heiraten und sollten uns überlegen, wie wir die Hochzeit aufbereiten. Herr Knoblauch, Sie befragen die beiden. Die anderen kümmern sich um die Vorbereitungen. Und wir brauchen noch, wen der Devin sucht. Soweit alles klar? Was soll ich machen? Also von vorne. Womit habe ich eigentlich angefangen? Ja, aber die beiden warten da draußen jetzt schon 2 Stunden. Ne? Wenn die noch da sind, erfrage ich mal eben alle wichtigen Fakten. Wie haben Sie? Wichtig, ich habe schon mal ihre Namen. Svenja und Chris. Jetzt wollen die mit Direktor Devin sprechen. Meine Stunde ist vorbei. Ach, kommt, Leute, das kann ich nicht machen. Siehst du hier irgendwo Devin? Jetzt geh schon. Können wir nicht seine Kaffeemaschine fragen, was wir tun können? Gott, sind Sie schräg drauf. Aber klar, fragen wir seine Kaffeemaschine. Wie spricht man eine Kaffeemaschine an? In etwa so. Hey, Kaffeemaschine. Hallo Herr Knoblauch, Herr Schräg, Herr Oedegan, Herr Tornau. Sie sind alle nicht Devin. Bis dann. Wir sind erledigt. Also, Uldegan, viel Glück. Herr und Frau, wir, kennen uns? Wie Sie vielleicht schon wissen, bin ich direkt... Warte mal, ist das nicht Herr Uldegan? Wer? Ja. Ich, kenne die beiden gar nicht. Ich gehe dann mal und hole Devin. Die beiden wollen mit dem richtigen Devin sprechen. Dann ist ja klar, wer von uns geht. Natürlich ist klar, wer von uns geht. Ich meinte eigentlich den echten Devin. Wir müssen ihn finden. Ich mach das. Ja, aber erst, wenn wir das Thema hier geklärt haben. Sie wollen also Direktor Devin sprechen. Das trifft sich gut, denn ich bin Direktor Devin. Haha, wie lustig ich doch bin. Das war natürlich nur ein Scherz. Ich hole ihm den echten Devin. Das funktioniert nicht. Also kennen die Devin wirklich. Die Lösung ist ganz einfach. Wir sagen den beiden, wo Devin ist. Sehr gute Idee. Aber wir wissen selbst nicht, wo er ist. Dann denken wir uns halt was aus. Ha, ich weiß schon was. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Devin hat jede Menge Vorbereitungen getroffen, damit ihre Hochzeit ein Traum wird. Die schlechte Nachricht: Als Devin gerade zu ihm gehen wollte, ist er die Treppe runtergefallen. Und dann wollte er aufstehen. Aber hat sich den Kopf an einen Holzbalken geschlagen. Den ich zufällig getragen habe. Wieso hast du eigentlich diesen Holzbalken getragen? Also das ist doch wohl klar. Ich stelle mit meinen Schülern Zahnstocher her. Sie müssen wissen, wir unterrichten im großen Stil die Kunst der Zahnstocherherstellung. Das bringt die Schüler später im Berufsleben voran. Aber sowas von. Daher werde ich die beide ein wenig in der Schule herumführen, während die anderen sich um die Vorbereitung kümmern. Denn Devin hat die Hochzeit am Abend geplant. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Sagen Sie ihm, er hätte uns einiges zu erklären.
Sehen Sie diese Farben, diese Fassaden, Formen und Strukturen? Entschuldigen Sie mich bitte. Hey, ihr drei! Ich schwöre, ich habe nichts gemacht, weswegen ich nachsitzen müsste. Noch könnten wir rennen. Jetzt lass uns einmal normal sein. Wir verhalten uns wie Erwachsene. Herr Kanerike hat allen erlaubt zu gehen. Sie müssen wissen, er hat den ganzen Tag alle Schüler allein unterrichtet. Schön. Jetzt bin ich hier und sag euch, ihr bleibt hier. Die anderen Lehrer brauchen Hilfe beim Aufbau einer Tribüne für die Hochzeit heute Abend. Und tschüss. Eine Hochzeit? Wir bleiben. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich wollte schon immer eine Hochzeit planen. Das hat jetzt auch nur 5 Stunden gedauert. Und schau an, Herr Knoblauch ist auch mit der Rundführung fertig. Wo sind die beiden? Am Umziehen und ich sehe genau zur richtigen Zeit. Hey! Oh nein. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie schwer es ist, alle Schüler an dieser Schule allein zu unterrichten? Wo wart ihr die ganze Zeit? Und wieso sagt der Direktor nichts dazu? Direktor Devin ist... Auf Geschäftsreise. Ganz weit weg und wir kümmern uns hier um unsere Hochzeitsvorbereitungen. Hoch, ach wisst ihr was? Meine Arbeitszeit ist zu Ende. Ich geh. Warte mal. Ist das nicht Devins Anzug? Nein. Wo ist er wirklich? Wie wir sagten, auf Geschäftsreise. Hier geht was vor, das merke ich. Ich behalte euch im Auge. Was ist denn da los? Ganz ehrlich, das soll uns egal sein. Ich will einfach nur weg hier. Hoffentlich findet Uldegan ihn, sonst ist dir bald die Kacke am Dampfen. Ich will auch nicht länger den Ersatz spielen. Ah, der Bräutigam. Perfekt. Dann mal ab zur Tribüne mit uns. Also ich werde den Pastor spielen. Ich meine, ich habe eine Ausbildung hinter mir. Und ja, das kann man lernen. Jetzt gucken Sie nicht so ungläubig. Och, habt ihr nicht andere Anzüge? Nein. Okay. Wartet mal. Wer holt die Braut? Oh, Mist. Wollt ihr hören, was Chris mir gerade gesagt hat? Eigentlich nicht. Die haben keine Ringe, keine Gäste und keine Feier. Also ich hoffe, dass wir was bieten können. Definitiv. Und wo sind eigentlich die Jungs? Auf dem Dach. Auf dem Dach? Wer sind die beiden eigentlich? Ich habe keinen Plan. Sind die irgendwie Eltern von dem Schüler hier? Wie gesagt. Wie lange die wohl zusammen sind? Timo! Oh, da kommt sie. Sie sieht so schön aus. Chris sieht auch heiß aus. Okay, also sie stehen jetzt beide hier. Was war nochmal der nächste Schritt? Ah, okay, ich weiß es wieder. Sie dürfen sich jetzt küssen. Oh mein Gott. Gut, wenn das nächste Mal jemand fragt, ich werde hier keine Hochzeit mehr machen. Signal? Ja, das müssen wir jetzt wohl machen. Na dann mal los. Wir sehen uns unten, du Loser. Ich bin kein Loser. So hatte ich es mir vorgestellt. Alles war perfekt. Ich hatte es geschafft. Die perfekte Hochzeit. Naja, so hätte es laufen sollen. Villager Nummer 736. Er war der Beste. Timo! Ich glaube, ich spüre meinen Kopf nicht mehr. So was Dummes habe ich noch nie gehört. Wenigstens bist du noch derselbe. Jungs, ihr wart toll. Wir haben nichts gemacht. Psch, das weiß sie nicht. Das war ja wohl der größte Reinfall.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Oha, hat's funktioniert? Hey, wo geht ihr hin? Haben Sie Devin gefunden? Ja und nein. Ich habe ja vieles erwartet, dass die beiden uns danach umbringen, uns anzeigen oder die Schule anzünden, aber dass sie sich bei uns für die schönste Hochzeit, die sie sich vorstellen konnten, bedanken, hätte ich nicht gedacht. Sagt es. Ja, sagt es. Das hast du gut gemacht, Ilona. Du kriegst in allen Fächern eine 1, Ilona. Und das haben wir alles alleine hinbekommen. Kollegen, wir können stolz auf uns sein. Was? Wir könnten das in Zukunft öfter... Wer sind Sie denn?